fully. He's so funny, they don't say it just Australian. Australian. Yes, sir. Aww. It was the first day of school for Ben, so. That's the other day. That's the other day. Okay. Okay, then on my, I need to decide on one language. Whenever my computer is ready, we will start. I will just spend a little bit about the question of authorship and to whom it's written, because of course it always helps us to grasp a little bit more what that is about, but I will not spend too much time on it because we have this morning to look at that amazing gospel. Also ich werde ein bisschen Zeit dafür aufwenden, über den Autor zu sprechen, auch die Empfängerschaft. Das hilft immer ein bisschen für das große Bild. Aber ich möchte mehr Zeit damit verwenden, dass wir uns das Evangelium anschauen. And if my computer is not hurrying up here, we will start all again. I didn't even have it printed out that far, so bear with me for a minute. I will try to answer your questions as much as I have an answer to them. Ich werde auch eure Fragen mit einbeziehen und darauf antworten, so gut es mir möglich ist. One question from Miriam, I think will maybe a very big question. We'll maybe look a little bit more at tomorrow. Und eine große Frage von Miriam, die werden wir uns morgen etwas genauer anschauen. How is it that with faith and prayer for healing and so on and so often nothing and those kind of questions? Wie steht es mit dem Glauben, mit Gebet für Heilung und so weiter? Ein etwas größeres Thema für morgen dann. Okay, looking briefly at the author and the date of the book, which might help us a little bit more of grasping the message of it. Also kurz zum Autor und auch zur Datierung des Buches wird uns helfen, das Buch etwas besser zu verstehen. First of all, this book, like the other three Gospels, are anonymous. There is the author doesn't identify himself directly. Also auch hier, so wie bei den anderen Evangelien, wird der Autor nicht direkt erwähnt mit Namen, ist also anonym. But by the end, actually, that should say the end of the 2nd century, all those Gospels have already titles attached to them, the Gospel according to Mark, Matthew, Luke, John. Und zum Ende des 1. Jahrhunderts It's actually at the end of the 2nd century, that is not right. Oder Ende des 2. Jahrhunderts haben alle Evangelien schon einen Titel. And that one has the title, The Gospel According to Mark. Und hier bei dem Buch haben wir das Evangelium nach Markus. And of course we have the report of the church fathers, some of them who were still alive during those times. Und wir haben die Berichte der frühen Kirchenväter, die damals noch lebendig waren. Now, one thing that we said, what is unusual with Mark is there was so much action and very little speech. Und was hier ungewöhnlich war bei diesem Evangelium ist, dass es so viel Taten gibt, es passiert sehr, sehr viel und es gibt relativ wenig Reden oder Worte. That immediately is 42 times in that book. Das Wort alsbald finden wir 42 Mal im Buch. And it's a fairly short gospel, so the story moves very fast. Und es ist ein relativ kurzes Evangelium und die Geschichte bewegt sich sehr schnell weiter. And people have seen here a little bit of Peter's personality.
Und Menschen haben etwas mehr von Petrus in dem Evangelium entdeckt, von seiner Persönlichkeit. And I will come back to that in a minute. Und darauf komme ich gleich nochmal zurück. So people said that it's a very fast-paced story. Also ein sehr schnelles, fast getriebenes Evangelium. There is a lot of details in it, although it's shorter than the other Gospels. In some stories there are a few details that the others don't report on. Und wir finden so kleine Details, so kleine Nebensächlichkeiten. Trotz dessen, das Evangelium ist so kurz, finden wir hier Details, die es woanders nicht erwähnt wird. For instance, in the feeding of the 5,000, it mentions that the grass was green there. Zum Beispiel bei der Speisung der 5.000 lesen wir, dass das Gras sehr grün war. Well, and it's maybe not extremely relevant for the story, and I don't think there is a secret meaning in it, but that event must have been so strong in his mind, an eyewitness, that he remembered, wow, it must have just rained on the ground. If you've been to the land, the grass is not often very green there, it's very dry. Und es ist jetzt vielleicht nicht so relevant, dass das Gras grün ist, aber wahrscheinlich war dieses Ereignis, dieser Event so bedeutsam und dieser Autor, der das niedergeschrieben hat, dem ist so viel in Erinnerung geblieben, dass er das erwähnen musste, dass das Gras grün war und also dort an dem Ort ist das Gras oft nicht so grün. In extreme important events in your life, you most likely remember some unimportant details because they're somehow really fixed in your mind. Und wenn du etwas ganz Wichtiges in deinem Leben erlebst und durchmachst, dann bleiben dir so kleine Details auch selber hängen, weil der Tag so intensiv in deiner Erinnerung bleibt. Papias, one of the earliest church fathers, around 140 said about that book. Und Papias, einer der frühen Kirchenväter, hat 140 nach Christus Folgendes über das Buch gesagt. And he's quoted later by Eusebius. Und er wird später von Eusebius auch zitiert. This also, the presbyter or the elder, probably Apostle John, I mean that's an explanation of that, used to say, Mark, indeed, who became the interpreter of Peter, wrote accurately as far as he remembered them the things said or done by the Lord, but not, however, in order. Und er sagt Folgendes, sagte der Älteste auch, Markus hat die Worte und die Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau, allerdings nicht der Reihe nach aufgeschrieben. So what Papias here says is that he heard the Apostle John talking about that gospel and says this is the gospel that Peter wrote down, that Mark wrote down, but it's actually Peter's gospel. Also das ist das, was Papias von Johannes gehört hat, dem Jünger, wo er gesagt hat, Markus hat das Evangelium zwar geschrieben, aber er hat über Petrus geschrieben. So I think that should have some weight in thinking about the authorship. Und ich denke, das sollte uns auch helfen, wenn wir darauf schauen, wer der Autor ist. Origenes says that as well. Origenes sagt das Gleiche. So he as well affirms not only that Mark is the author, but that it's also Peter's gospel. Er bestätigt nicht nur, dass Markus der Autor ist, sondern dass es das Evangelium von Petrus praktisch so über ihn ist. Well, the question, where is Mark, or who is Mark? Die Frage, wer ist denn nun Markus? He is the one that we meet in the Bible as John Mark. Sometimes he's called John, sometimes he's called Mark. Und er ist der, den wir in der Bibel als Johannes Mark treffen. And again, I think if you're interested, I can give you that PowerPoint later. You can look up the passages and see where he is mentioned. Und ich werde euch die PowerPoint auch geben, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr die Schriftstellen nochmal nachschlagen. Genau. And then you can learn a little bit more about who is that Mark. Und könnt auch mehr über diesen Markus erfahren. Interesting story if you look at Acts, because he had some run-in with the Apostle Paul. Und interessante Geschichten. Und wenn ihr dann nach Apostelgeschichte schaut, dann seht ihr, wie er auch mit dem Paulus sich getroffen hat. Yeah, and they had an unpleasant situation with Paul. Und die Situation oder die Begegnung war jetzt nicht so freundlich oder so nett. Now, I mentioned already the question of when those Gospels are written is kind of difficult to answer. Und die Frage nach der Datierung oder wann das Evangelium geschrieben ist nicht immer so einfach zu beantworten. One question should be asked is chapter 13 talks about the destruction of the temple in Jerusalem. In Kapitel 13 geht es um die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. And it's
Since it's nowhere mentioned in the book that this has happened already, people would assume that has not happened yet. Und es steht in diesem Evangelium noch nicht geschrieben, dass der Tempel wirklich zerstört wurde. Also geht man davon aus, dass es noch nicht geschehen ist zum Zeitpunkt des Schreibens. It's not conclusive, but that could be one hint that it's written before the destruction of the temple, which was 70 AD. Also das ist jetzt nicht wirklich genau 100% zu sagen, dass es so stimmt, aber es wird davon ausgegangen, dass es vor der Zerstörung des Tempels geschrieben wurde, also vor 70 nach Christus. The church fathers are not agreeing on the exact time frame of writing. Die Kirchenväter sind sich nicht ganz einig über die Datierung. Some say it was still during Peter's lifetime. Und manche sagen, es wurde zu Lebzeiten Petrus geschrieben. Others say it was shortly after his death. Und manche sagen kurz nach seinem Tod. But you understand the importance once the first apostles started to be martyred. Aber ihr versteht auch vielleicht, wie wichtig es ist, weil sobald der erste Jünger umgebracht wurde, oder, As soon as they were martyred, it was so important that they would write down now what those apostles have taught the church as long as they were there. Wurde es wirklich wichtig, dass die Geschichten der Jünger aufgeschrieben wurde, damit das nicht in Vergessenheit gerät. So somehow around the time of Peter's death, the gospel is most likely written. Also es ist so sehr wahrscheinlich, dass das Evangelium um den Todeszeit von Petrus geht. And of course, if you look at the synoptic question as well, then if Mark is the first gospel, if you believe that, then this needs to be written before all the other gospels. Und wenn du dir die synoptische Frage auch nochmal anschaust und davon ausgehst, dass Markus das erste Evangelium war, dann müsste es auch vor den anderen geschrieben worden sein, also relativ früh. So, different ideas. Peter dies somewhere around 64 to 67. 68 here, but I think 67 Nero. Und es ist nicht genau bekannt, wann Petrus verstorben ist oder wann Petrus umgekommen ist, also wahrscheinlich 64 bis 67 nach Christus. So somewhere around that time the gospel has been written. Und das ist auch der Zeitrahmen, wo wir annehmen, dass das Evangelium geschrieben wurde. And that would be a little bit significant because if that gospel was written in Rome to the Roman Church, und das Wichtige ist, wenn dieses Evangelium an die römischen Christen in Rom geschrieben wurde, an die Kirche dort, then this was the time of the first larger persecution of Christianity. War das nämlich auch der Zeitpunkt der ersten großen Verfolgung der Christen. I don't know, you start the New Testament. Have you talked a little bit about Nero and the fire of Rome and the persecution? Okay. Also über die Verfolgung, das Feuer in Rom und Nero habt ihr noch nichts erfahren. Well, Nero was kind of a little bit a crazy person, if you've ever read anything about him. Nero ist ein ziemlich verrückter, durchgedrehter Mensch gewesen. But he had, there are different interpretations of that story, but that's what's that. He had great plans for the beautification of Rome. Also es gibt verschiedene Variationen der Geschichte, aber er hatte ganz große Pläne für Rom, wie Rom größer und schöner gemacht werden kann. The problem was there were all those houses in the way where he wanted to build. Aber das Problem war, es gab ganz viele Häuser, die im Wege waren für seine großen und schönen Pläne. So there was at least a rumor that he started that big fire of Rome. Und es gibt ein Gerücht, dass er praktisch das große Feuer in Rom angefacht hat. 64. Und das war 64 nach Christus. That burned down Rome, basically. Und damit hat er Rom abgebrannt. And once people started to suspect he is behind that. Und dann haben Menschen angefangen, ihn zu verdächtigen. So he needed to find a scapegoat. Also musste er irgendjemanden finden, der dafür büßt, ja. So and then he blamed the Christians for starting that. Und dann hat er angefangen, die Christen zu beschuldigen, dass die Christen das Feuer angefangen haben. And he started the first persecution, a more organized persecution. Of course, there has been persecution till then as well. Und er hat dann die erste große, auch recht organisierte Verfolgung gegen Christen angefangen. Many Christians died during that time under Nero in Rome. Und viele Christen sind unter der Zeit von Nero auch ums Leben gekommen. Brutally murdered. Sie wurden brutal umgebracht. Burned as torches in his gardens for their enjoyment.
Man hat sie regelrecht als Fackeln in seinem Garten hingestellt und verbrannt, einfach damit er sich daran erfreuen kann. Thrown to the wild animals. Er hat die Christen vor die wilden Tiere werfen lassen. There is the famous story of the Apostle Peter, Es gibt eine ganz bekannte Geschichte von Petrus which we don't know if it's a true story or not. und We are not sure if that's a true story or not, wir wissen nicht, ob es eine wahre Geschichte ist. but Peter was in Rome at that time and flees Rome before he is captured. Und Petrus war zu der Zeit in Rom, ist aber dann geflohen, wo man ihn gefangen nehmen kann. And on the way away from Rome, he meets the Lord. Und ist dann aus dem Weg aus Rom raus und trifft dann den Herrn. It makes me cry each time that story, if it's true or not. He asked, "Where are you going?" Und dann hat der Herr gefragt, hey, wo gehst du denn hin? And says Peter, "I'm fleeing." And he asks, "Where are you going?" Und dann sagt Petrus, ja, ich fliehe. Und wo gehst du hin? And she says, "I go to die on your stead." Und dann sagt Jesus, ich gehe und sterbe an deiner Stelle. So that makes Peter to turn around and goes back to Rome, and he is captured and he is condemned to be crucified. Und das veranlasst Petrus, dann umzukehren, zurück nach Rom zu gehen. Dort wird er dann auch gefangen genommen und wird dann auch irgendwann umgebracht und gekreuzigt. And because he says he's not worthy to be crucified. Und er wird ja anders, er wird ja andersherum gekreuzigt. Yeah, because he says, "I'm not worthy to be crucified in the same way as my Lord," so he asks to be crucified upside down. Also er hat auch darum gebeten, dass er anders gekreuzigt wird als der Herr, weil er sagte, ich bin nicht würdig, so zu sterben wie mein Herr. But this was that time, that was the climate in which that gospel was most likely written. Und das war das Klima, die Atmosphäre in Rom, als dieses Evangelium geschrieben wurde. I will not talk much about the receivers now, but he explains Jewish customs, Jewish words. Ich spreche nicht so viel über diese Empfängerschaft jetzt, über die Gemeinde, die es bekommt, aber er erklärt viele jüdische Bräuche, viele Worte. He is using Latin terms for certain things. So Latin was the language of the Roman Empire. Er benutzt viele lateinische Begriffe, das war die Sprache des Römischen Reiches und der Bürger in Rom. Well, more correctly, it was the language of Rome, because of course the language of the Roman Empire was Greek still, but also die Sprache für Rom war das Lateinische und Griechisch war ja noch im Römischen Reich he talks dominant. about 4 night watches. That's the Roman way of counting through the night instead of the 3, which would be the Jewish way. Er spricht von 4 Nachtwachen praktisch und das ist ein Weg, wie die Römer die Zeit beschreiben. We have some hints here that we find there is a lot of support for a church in persecution. Und wir finden hier eigentlich sehr viele Beweise für die Kirche in Rom und dann auch für die Verfolgung, die es gibt. And almost all the church fathers agree that this book was written to the church in Rome. Und fast alle Kirchenväter sind sich einig, dass dieses Buch an die Gemeinde in Rom geschrieben wurde. Yes. Why were they Christians? What was Well, I mean, the reason? Warum wurden sie warum wurden sie verfolgt? Was war der Grund für die Christen? at that stage it was Nero needing a scapegoat. Also an dem Zeitpunkt war es, dass Nero einfach jemanden finden wollte, die er beschuldigen konnte. Of course, often it was also that the Christians now refused to partake in the traditional sacrifice to all the other gods, and so they were seen as not good citizens of their state. Und die Christen waren auch dafür bekannt, dass sie nicht Opfer gebracht haben wie die restlichen Bürger von Rom. Und sie haben sich offensichtlich nicht hergestellt, also wurden sie nicht als gute Bürger angesehen und verstanden. At that stage it started that the emperors were seen as gods and sacrifices had to be brought to them. Und damals hat es angefangen, dass man die Kaiser in Rom auch als Götter ansehen muss oder verstehen muss, ihnen müssen Opfer gebracht werden. Now the Christians now consistently claimed somebody else as Lord, which was a title for Caesar. Und die Christen haben oft jemanden anders als den Herrn bezeichnet und der Herr war dann auch eigentlich eine Bezeichnung für den Kaiser. The emperor called himself Lord and Savior. Und der Kaiser oder der Cäsar hat sich dann oft auch Herr genannt oder Retter. All titles that now are given to Jesus.
Und das sind alles Titel oder Begriffe, die die Christen für Jesus benutzen. So although they never started any kind of political movement, they were a very strong countercultural movement. Also sie haben nie irgendwie eine Revolte angefangen, politisch gesehen, aber sie sind immer gegen den Strom geschwommen. And that was often then the result was often persecution. Und das Resultat für ihre Standhaftigkeit war oft die Verfolgung. Interesting question, we'll come back to that tomorrow when you look at Luke, because Luke seems to be really a defense of Christianity, but that question will come up again. Aber wir gucken uns das bei Lukas morgen auch nochmal an und Lukas wird oft verstanden als ein Evangelium, wo das Christentum verteidigt wird. But our situation most likely has to do with the whole situation with Nero, the fire in Rome, and the persecution that follows. Aber hier sind die Umstände wahrscheinlich im Zusammenhang mit Nero, dem Feuer in Rom und der Verfolgung der Christen. Okay, let's look. I mean, we obviously do not have time to go through that whole book in one morning, but I want to take a few stories out. Once we can actually hear our voices again here. I want to pick a few stories out of that book and try to look with you at them and see what would that have meant for the original listeners of Jesus and the church in Rome. Also wir haben nicht die Zeit, uns alles in dem Buch genau anzuschauen, aber ich möchte gerne ein paar Geschichten rausnehmen, die wichtig waren für die Empfänger, die Leser praktisch, aber auch für die Christen in Rom. I mentioned briefly yesterday the beginning of that gospel that Mark, I think, makes it intentionally like rewriting the God story with the beginning of the gospel. Und wie gestern schon erwähnt ist, macht es hier wahrscheinlich mit Absicht, dass er als eine Art Neuanfang hier schreibt, das Anfang des Evangeliums. And right away he claims that Jesus is the Christ, the King, we said. Und er fängt an und sagt, Jesus ist der König and the Son of God. Und er ist der Sohn Gottes. That term is 3 times mentioned in that gospel. Das finden wir 3-mal, diese Bezeichnung im Evangelium hier. So that's, I think, a significant title for Jesus here. Und es ist ein bedeutender Titel für Jesus in der Bibel. It goes back to Psalm 2. Und das geht zurück auf Psalm 2. Which is a great messianic psalm. Today I have begotten you, and it's a psalm that celebrates the God putting His anointed on the throne to rule the nations. Das ist ein toller messianischer Psalm, wo es darum geht, dass betont wird, dass Gott seinen Gesalbten auf den Thron setzt, der über alle Nationen herrscht. And then he starts right away with that one voice that is in the wilderness. I don't know if you do any observation in your text when you read, or if you have time for that. You could observe that wilderness is one of those repeated terms in that gospel. Und dann haben wir die Stelle, wo es geht um die Stimme des Predigers in der Wüste. Und ich weiß nicht, wie oft ihr wirklich eine genaue Beobachtung macht, aber dieses Wort Wüste, das finden wir 3-mal im Buch. It's not more than 3, it's many times. It's like 4 times just in that first 12 verses here. Yeah. Also in den ersten Versen allein finden wir es 3-4 Mal. And that John the Baptist is preaching a baptism here. Und hier wird von einer Taufe erzählt. Er predigt eine Taufe, der Johannes. And it's a little bit surprising because the baptism was really not a thing that the Jews did. Und es ist ein bisschen überraschend, weil Juden sich nicht haben taufen lassen. We know from a later baptism when people wanted to convert to Judaism that they were baptized. Wir wissen, dass wenn Menschen sich bekehren wollten zum Judentum, dann wurden sie getauft. But that was from a later time. We're not sure that happened already at that early stage on. Aber das gab es erst zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich noch nicht zum Zeitpunkt, wo dieses Evangelium geschrieben wurde. Most likely a connection to a few passages in the prophet Isaiah here. Und wahrscheinlich wird es hier eher zu dem Propheten Jesaja verbunden. But what I want to look with you at is what's happening at the baptism here. Was ich genau nochmal anschauen möchte, ist, was hier genau passiert bei der Taufe. And answer a few basic questions.
Und ein paar ganz einfache Fragen beantworten. I think you've learned that in Bible study always good to ask some basic questions. Und im Bibelstudium geht es immer darum, ein paar einfache Fragen zu stellen. Who is doing what, where, when, Wer macht was, wann und wo? with which result? Und was ist das Resultat? I want you to look at verse 5 Schaut euch mal Vers 5 an and tell me the who. und erzähl mir mal, wer da ist. Wen siehst du? Okay. Who is the who there? Wer ist der Wer Who in is Vers coming? 5? Wer kommt? In verse 5, who is coming to John the Baptist? Wer kommt zu Johannes dem Täufer? People from Jerusalem and Judah. Okay. Die Menschen oder die Leute von Jerusalem und von In Judäa. fact, it says all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him. Und hier steht, das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem gingen zu ihm. We might imagine that this is a figure of speech. We call it hyperbole. Also es könnte hier sich um eine Sprachfigur handeln, um eine Hyperbel, also eine Übertreibung. Of course, it wasn't Jerusalem or Judea, it was the people that lived there, and obviously many of them had been there. Es war natürlich nicht das Land, sondern die Leute, die hier gemeint sind und recht viele Leute. So, all of Jerusalem and Judea, Also Jerusalem Judea and there. und Judäa. Where are they coming to? Wohin gehen sie denn? To John the Baptist. Yeah? And where is he? Zum Johannes dem Jordan. Okay, he is at the River Jordan. Huh? Und er befindet sich am Jordan. Okay. And what is happening there? What does it say? Und was passiert hier? Okay, they were baptized, and what else are they doing? Confessing their And sins. confessing their sin. Und sie haben ihre Sünden bekannt. I want to look with you because there is an intentional parallel that Mark puts here. In 9 to 11, we have Jesus coming. Und in Vers 9 bis 11 sehen wir, wie Jesus kommt. So who is coming in those verses? Wer kommt denn hier bei den Versen? Well, I did already say it. It's not a trick question. It's Jesus. Also ich habe schon gesagt, also es ist Jesus, der kommt. He's given his birthplace. Well, not his birthplace, but his city where he's from, Nazareth. Right. Also er kommt aus Nazareth Of Galilee. in Galiläa. Okay, where is he? Does it give any place? Finden wir einen Ort? Well, the Jordan is mentioned 2 in verse 9, isn't it? So he too comes to the Jordan. Und auch hier ist der Jordan nochmal erwähnt. And what is he doing? Und was macht er? Or what is done to him? Oder was passiert mit ihm? In verse 9. Vers 9. He was baptized. Auch er wird getauft. What is he not doing? Was macht er nicht? Confessing his sin. Okay, significant. The reason why he does not mention that. Also das ist auch ein Grund, warum er das hier nicht erwähnt. Why was Jesus baptized? Warum wurde Jesus getauft? What is Mark saying here with that too? Was will Markus denn damit ausdrücken? Okay, identification, that's a very important idea here. Identifizieren. He identifies completely with Israel. Er identifiziert ihn hier mit Israel. Jesus becomes the true Israel. Hier wird Jesus das wahre Israel. And what's the result? Und mit welchem Resultat? What happened right after his baptism? Was geschieht denn ganz kurz nach der Taufe?